und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Hallo. und Anna und das ist Part 2 von Fakten über Korea. Und ja, wie gesagt, das Originalvideo ist auf Russisch. Wir übersetzen aber die ganze Zeit, deshalb werdet ihr alles verstehen. Viel Spaß! Spaß. Если помесячные оплаты. Этот депозит можно получить обратно полностью через 2 года. Das löschen wir. В Корее не отмечают Международный женский день. Но у нас Okay, da redet sie über einen sehr, sehr wichtigen Feiertag in Russland. In Russland aber reden. Das ist der 8. März, das ist der Weltfrauentag und da ist halt, die Männer schenken den Frauen dann Blumen oder irgendwelchen Schmuck oder irgendwas. Es muss immer etwas auf jeden Fall geschenkt werden. Sonst sind alle Frauen sehr, sehr wütend. In Deutschland wird das nicht gefeiert. Es ist zwar auch offiziell ein Feiertag, also der im Kalender steht, aber das wird jetzt nicht so zelebriert, dass man sich irgendwas schenkt oder so dafür. Nee, überhaupt nicht. Sogar wird nie gesagt, hey, wie heißt das? Schöner. Schöner Weltfrauentag. Genau. Also ich habe mal miterlebt, dass die in der Stadt dann so Rosen verteilt haben an Frauen, aber das war wirklich eine einmalige Sache. Das ist wirklich eine Ausnahme. Ja, aber bei mir, dadurch, dass ich ja auf einer Mädchenschule war, haben die das so ein bisschen halt in der Schule auch gemacht, dass man dann irgendwie so Schokolade oder so bekommen hat. Wie cool. Aber sonst eigentlich ist das hier kein Feiertag. Nee. Und sie sagt halt hier, dass in Korea kennen die das gar nicht. Die feiern das auf jeden Fall nicht. Ja. нас праздниками являются, например, День детей и День корейского алфавита Hangul. Eine der Sachen, die feiern, ist der 5. Weiß Mai? ich nicht mehr, was, 5. Mai, wo das der Tag der Kinder ist. Weltkindertag? Weltkindertag ist schöner. Und dann ein anderer Tag ist der 9. Oktober. Und der 9. Oktober ist Alphavita. Was ist das? Ist der Tag des koreanischen Alphabets. Okay, feiern wir. Ja, die haben das ja noch nicht so lange. Die haben ja früher chinesische Schriftzeichen benutzt. Stimmt, Und ja. als dann das koreanische Alphabet, das wurde hier rausgebracht, damit alle Bürger anfangen können zu lesen und so. Weil früher konnten das nur die Gelehrten, weil diese Schriftzeichen ja sehr schwer sind. Und viele, Korea war ja ein sehr armes Land früher. Und die meisten Bürger konnten weder lesen noch schreiben und konnten sich keine Schulbildung leisten. Und dann hat halt der Kaiser oder König von Korea hat halt dann irgendwann dieses Alphabet eingeführt, was ja sehr, sehr einfach ist zu lesen oder zu lernen. Die Koreaner haben sogar so ein Sprichwort, selbst ein Esel lernt das koreanische Alphabet in 30 Minuten oder so. Weil es wirklich sehr einfach ist und jetzt dadurch, diese Empfindungen feiern die einfach an diesem Tag. Das gibt nirgendwo Korea anders. Gesundheit, Apple Pay. Apple Pay funktioniert nicht in Korea, aber ich würde sagen, in Deutschland habe ich das auch nie so viel gesehen, muss ich sagen. Ne? Stimmt. In Korea haben die ja nochmal eine andere Konkurrenz, weil die haben ja ihre Samsung-Handys und da wollen die wahrscheinlich einfach nicht, dass iPhone noch mehr so populärer wird einfach. Und warum redet sie so viel drüber? Weil in Russland ist das eine sehr populäre Sache, Google Pay zu benutzen. Google Pay? Apple Pay zu benutzen. Apple Pay zu benutzen, um Sachen zu kaufen. Ja. Und, В Корее очень дорогие фрукты. Naja, das stimmt. Sie sagt, dass in Korea Früchte sehr, sehr teuer sind und das ist wirklich so. Also manchmal zahlt man dafür 3 Äpfel $10 oder so Hast du umgerechnet. gesehen, Wassermelonen für $16? Boah. Also es ist wirklich heftig. Deshalb an vielen Feiertagen schenken die sich so Fruchtboxen oder so Fruchtkörbe. Ich finde es eine gute, super Idee, auch einfach so zu schenken, auch in Deutschland. Eine Deutschland gute auch, Idee für die Zukunft. Aber bei denen ist das dann ja wirklich so ein sehr, sehr teures Geschenk. Ja, Ne? Da gibst du schnell mal für so einen Korb um die $70 aus oder so. Das ist ein teures Vergnügen. В корейском ресторане обычно подаются бесплатные вода и закуски, которые можно получить еще раз. Ja, das stimmt auch. In koreanischen Restaurants hat man immer sehr, sehr viele Gratis-Beilagen. Und Wasser ist auch immer gratis dabei und du kannst das jederzeit gratis nachbestellen. Also auch die Beilagen. Auch die Beilagen. Wenn zum Beispiel dein Kimchi leer ist und du willst mehr, dann rufst du einmal kurz, dass du einen Nachschub haben möchtest und das kriegst du. Das gehört einfach zum Service dazu in Korea. Ich finde es geil, weil ich kann nicht ohne Wasser essen und ist es kostenlos dann. Ja, hier zahlt man in Deutschland für die Ausländer, die uns jetzt gerade anschauen, in Deutschland zahlt man für eine große Flasche stilles Wasser um die
4,50 4,50? im Restaurant. Und ja, es ist schon sehr teuer. Und die meisten Leute trinken ja dann auch noch kein Wasser, sondern bestellen sich Cola oder so. Ja, meistens solche Sachen, ja. Und ich denke, dass wenn Wasser gratis wäre, würden viele Leute darauf verzichten, Softdrinks zu trinken. Ja, das stimmt. Also es wäre nicht so schön für die Restaurants, weil die machen am meisten Geld davon, denke ich. Aber für die Gesundheit wäre das viel besser. Auf jeden Fall. Deshalb, Leute, hört auf, süßes Zeug zu trinken. В Корее, чтобы стать юристом, учителем, полицейским, врачом, нужно сдать государственный экзамен. Okay, um ein Jurist, ein Lehrer oder ein Polizist oder eine dritte Sache, ein Arzt zu werden, muss man in Korea ein staatliches Examen schreiben. Ja. Ja. Ohne das könnt ihr diesen Beruf später nicht ausüben. которым нужно долго и усердно готовиться. В Корее даже чтобы красить ногти, специально нужно получить государственный справку. Ja, da sagt sie halt, dass man sogar, wenn man Maniküren und sowas machen möchte, also so ein Nagelstudio irgendwie führen möchte, dass man auch dafür eine Genehmigung braucht. Ist in Deutschland aber auch so. Ihr müsst hier jetzt immer bedenken, dass dieses Video eigentlich für russisches Publikum gemacht ist. Ja. Ich muss aber sagen, dass in Korea diese ganze Sache mit so Nageldesign und so nicht so gut ist im Vergleich zu Russland. Ja, ja, das stimmt. Obwohl in Russland braucht man solche Genehmigungen nicht und eigentlich sehr viele Leute arbeiten einfach ohne Genehmigung, einfach selbst gelernt und irgendwelchen Job ausgemacht. Ja, trotzdem in Russland machen die viel besser die Maniküre. Also falls ihr irgendwann mal in Russland seid, geht da mal zur Maniküre, weil ihr zahlt dann umgerechnet vielleicht 15 € für Gelnägel. Und Leute, glaubt mir, die machen das so super schön. Die machen halt eine komplette Maniküre. Die machen eure Nagelhaut, die machen das Gel drauf und diese Angleichung vom Nagel, dass der halt komplett gerade ist und so. Also wir machen jetzt Anzeige für Russer, aber ich muss auch sagen, hier in Deutschland gibt es auch Russer, die die Maniküre machen und irgendwie besser. Besser, ja. Also versucht es aus. Probiert es aus. Oh wow. Sie sagt, dass die Normalgröße von Handtüchern halt nur dieses kleine Handtuch ist in Korea. Also habt ihr den Unterschied da gesehen, wie kleiner es ist? Ich kann mich nicht vorstellen, okay. Du kannst sie gut vorstellen. Ja, Anja benutzt auch solche Sachen, um sich abzutrocknen nach der Dusche. Aber für mich ist es super klein. Ich brauche wirklich diese ganze Sache, die rundherum um mich kommt. Ja, ich habe so eine merkwürdige Methode irgendwie, mich abzutrocknen. Keine Ahnung, ich trockne mich halt erstmal komplett ab mit diesem kleinen Handtuch und auf den trockenen Körper ziehe ich dann meinen Bademantel an. Deshalb brauche ich einfach diese großen Handtücher nicht. Die regen mich total auf, weil wenn die in der Wäsche sind, die nehmen so viel Platz weg in der Waschmaschine. Und aber was machst du mit, okay, die sind kürzer, aber wenn ich nicht diese große Sache, die ich rundherum um meinen Körper habe, benutze für meine Haare, dann kommen meine Haare um sowas raus aus dem Tuch. Ich habe gar kein Tuch auf dem Kopf. Ich drücke das Wasser so raus mit dem Handtuch und das war's. Okay. Ja, weil du hast ja viel längere Haare und dickere. Aber meine Haare, ich hätte sonst keine Haare mehr auf dem Kopf, weil das Handtuch ist so schwer und die Reibung die ganze Zeit, das reißt ja die Haare komplett raus. Krass, ja. Okay. Ich bin ein bisschen merkwürdig, was das betrifft, ich weiß. Du bist Koreanerin. Das gibt es aber hier in Deutschland auch. Also sie sagt, dass in diesen... kleine Shops davon? Ja, das ist Lotto Totto. Solche Shops halt. Okay, ja. Also sie sagt halt hier, dass, wie heißen diese Läden? 24-Stunden-Läden. Das sind diesen kleinen Shops, die halt immer offen haben, diese 24/7-Läden, dass man dort halt auch Pakete abschicken kann. Und die haben dort halt diese Paketstationen, Abholstationen, wo halt dann deine Pakete hingeliefert werden können, falls du gerade nicht zu Hause bist. Aber da muss man sagen, in Korea legen die auch sehr auf die Pakete einfach vor die Haustür. Und niemand klaut das. Niemand klaut das. Ich habe sogar einmal gesehen, das fand ich richtig krass. Es gibt ja immer die Möglichkeit, auf Nachnamen zu bestellen. Das heißt, wenn das Paket ankommt, bezahlst du das in bar dem Lieferanten. Und dann haben die einfach das Geld mit Tesafilm an die Tür von außen geklebt
und dann ein Zettel daneben, das ist für den Postboten. Und der Postbote kam, hat das Geld mitgenommen und das Paket liegen gelassen. Boah, es wäre schon lange nicht mehr da. Hier in Deutschland definitiv nicht. Das wäre sofort weg in der ersten Sekunde. Oh, Geld, gratis, danke. Dankeschön. В Корее очень большая промышленность веб-комиксов. На основе их снимают драму и кино. Es gibt sehr viele Comics, also ich würde sagen Mangas, oder? Oder sind das Comics mehr? Ja, Mangas Also, sind ja Mehr japanisch. japanisch, ja. Sehr viele Comics in Korea und die werden benutzt, um Dramas eigentlich zu filmen. Die Stories werden Das sind so dafür die benutzt. Vorlagen dafür. Ja, ich muss sagen, die sind auch gut. Ich meine, ich habe schon sehr viele Dramas angeschaut, die von diesen Comics kamen und ich bin so, oh mein Gott, ist das eine super Story. Also ja, für alle Leute, die K-Dram gucken, ihr habt bestimmt schon mal irgendwann den Satz gesehen, basiert auf Geschichte so und Ja. so. Und das ist dann halt aus so einem Webcartoon oder wie die sich halt nennen. Ist das rauszuschneiden? В Корее везде бесплатные туалеты. Когда вы спешите, то можно написать в поиске слово «туалет» и ужинать. Oh, das ist das Beste ever. Das werde ich nie in Deutschland verstehen. Da sind die Toiletten kostenlos, Leute. Also, da sind Toiletten einfach überall und die sind alle kostenlos und ihr habt eine spezielle App, um Toiletten zu finden. Mein Gott, es ist so eine menschliche Sache gerade, muss ich sagen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum in anderen Ländern, wie auch in Deutschland, die Toiletten kostenpflichtig sind. Es ist wirklich Unsinn. Ja. Und die sind immer sauber da. Nicht Das so wollte wie... ich auch gerade sagen. Diese Toiletten sind kostenlos, die gibt es einfach überall und die sind auch noch gratis dazu und sauber und keine Ahnung. Ne? Und hier in Deutschland, manchmal brauchst du erstmal eine halbe Stunde, um eine Toilette überhaupt zu finden. Und dann Toilettenpapier dazu zu finden. Ja, das ist auch noch so ein Problem hier. Also wirklich, das wäre mein Traum, dass das irgendwann mal in Deutschland ankommt. Die sagen ja hier, der Grund dafür, dass viele Toiletten kostenpflichtig sind, ist die Reinigung der Toiletten. Also nur wenn man die kostenpflichtig macht, können die sich eine Putzkraft leisten, die dort halt sauber macht. Die machen das Aber in Korean, oder? fangt doch einfach mal an, die Leute von klein auf dazu zu erziehen, dass sie die Toilette sauber zu verlassen haben. Ich muss wirklich sagen, alles, was mir in der Schule beigebracht wurde, das sollte so getan werden, das darfst du nicht wirklich in der Schule. Es kam jede Woche jemand, um uns zu erzählen, wie wichtig ist es, in Belgien etwas zu kaufen und sowas. Und man denkt wirklich sein ganzes Leben drüber. Es ist kein Witz, jetzt ehrlich. Wenn man sowas in der Schule beibringt, dann wird es klappen. Ja, ich denke auch, man muss halt von klein auf anfangen. Weil, also ich habe Sachen gesehen, vor allen Dingen in der Schule, und da war ich in der Oberstufe, was da auf den Toiletten abging, Halleluja. Also ich war manchmal 13 Stunden in der Schule und ich habe die ganze Zeit eingehalten, Ich auch, weil ich dort nicht auf Toilette gehen wollte. Ja. Ist unglaublich. Also das ist jetzt für die Asiaten, die uns anschauen, wahrscheinlich ein riesiger Schock. Aber es ist die Europa. Wahrheit. Ja. Das war's mit dem Video. Falls euch das gefallen hat, gebt uns ein Like dafür. Abonniert bitte unseren Kanal, folgt uns auf Instagram und wir sehen uns im nächsten Video. Danke. Danke fürs Anschauen. Bye bye. Tschüss.